Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute geht es in diesem Video um die Mehrfachspannung. Diesmal nicht dreiachsig, sondern fünfachsig. Wie gesagt, ich habe hier mal so eine Pyramide mir aufbereitet. Kann ich dann jederzeit wieder nutzen mit meinen verschiedenen Nullpunkten. Das heißt, ich habe hier Konstruktionsachsenkreuze und wenn ich da halt den Nullpunkt bezeichne, NP1, dann ruft er halt dementsprechend den Nullpunkt auf. Hier NP2 und dann so weiter. So, jetzt möchte ich hier, ich sage mal, mein Spannmittel platzieren und halt mein Bauteil. Dazu habe ich hier zwei Dateien. Mein Schraubstock hier einmal und hier mein Bauteil. Die Spannmittel kann ich hier dementsprechend hier verschieben, wenn ich das möchte. Ich habe mir jetzt hier erstmal einmal auf eine 100er Breite, weil wenn ich jetzt hier in dem Bauteil bin, sehe ich das hier, dass mein Bauteil auch 100 breit ist. Wie gesagt, das kann ich dann dementsprechend immer anpassen. Ich selektiere einmal alles hier, alles selektieren, kopiere es und füge es einmal hier hinein. So, dann habe ich jetzt halt schon mal mein Bauteil und mein Rohteil und nehme jetzt halt hier meine beiden Spannbacken und das noch hinzu. Schiebe mein Achsenkreuz zu diesem Einfügepunkt hier unten und kopiere jetzt wieder von Achsenkreuz zu Achsenkreuz. Das heißt, ich sage einmal kopieren, gehe hier rein, rechte Maustaste, einfügen und füge es hier ein. So. Jetzt habe ich dieses Bauteil einmal hier platziert. Wenn ich jetzt möchte, kann ich jetzt noch das Spannmittel auch hierhin machen und das Bauteil. Aber wie gesagt, das Bauteil brauche ich nicht. Spannmittel wäre vielleicht noch interessant. Das mache ich jetzt noch einmal. Das heißt, ich nehme diese beiden, sage jetzt einmal kopieren. Und jetzt schiebe ich mein Achsenkreuz hier hin. Der richtet automatisch aus und sage einfügen, sage OK, dann habe ich es jetzt auf diese Position. So, jetzt drücke ich nochmal einmal wieder die Taste Z, dann springt er wieder zu meinem festgesetzten Nullpunkt und jetzt kann ich ja theoretisch wieder ausschneiden, einfügen und dann habe ich es viermal um das Rotationszentrum. Wie gesagt, diesen Schritt, den muss ich nicht unbedingt machen, das mache ich jetzt einfach mal, um es optisch ein bisschen besser darzustellen. So, und dann habe ich jetzt halt hier die Spannteile drin. So, und jetzt würde ich dann halt ganz normal programmieren. So, jetzt sehen wir hier das Bauteil. Ich habe jetzt mal ein paar Programme gemacht. Ich habe es geschrubbt, die Nuten hier gefräst, eine Konturbearbeitung etc. Also mehrere Jobs habe ich jetzt an diesem Bauteil gemacht. So, und jetzt möchte ich dieses Programm einmal auf meine anderen Schraubstöcke replizieren. So, das geht wie folgt. Ich gehe über die Auswahl und wähle jetzt meine Nullpunktachsen an. Das sind diese Konstruktionsachsen, die ich hier an dieser Pyramide definiert habe. Die habe ich mir in den Layer gepackt. Dann kann ich die sehr schnell auswählen. Drücke einmal OK und habe sie dann ausgewählt. Gehe dann wie beim Dreiachs-Mehrfachspannung hier rein und sage replizieren. Dann repliziert er mir diese ganze Zeit. Meine erste Jobliste blende ich aus. Und diese hier setze ich dann als Standard, damit dieser Job dann auch, man sieht jetzt hier, er hat eine Sortierung vorgenommen der Jobs und habe jetzt quasi repliziert. Wenn ich jetzt merke, ich möchte bei meinem Stammprogramm noch was ändern, dann lösche ich einfach diese Jobliste, gehe wieder hier rein, setze sie auf Standard und verändere das Programm und dann repliziere ich wieder. So, dann möchte ich das Ganze jetzt mal simulieren. Dazu gehe ich jetzt einmal in meine Maschinensimulation. Wähle mal eine Maschine aus. Okay. So, jetzt sind wir hier in unserer Maschinensimulation. Wie gesagt, ich sehe jetzt hier meine geordneten Programme und mein Spannmittel mit den Bauteilen. Jetzt möchte ich zum Beispiel mein Spannmittel und dem Rest in der Maschine vernünftig positionieren. In dem Fall habe ich das hier schon gemacht. Ich muss einfach im Vektorcam mal gucken, von meinem Einfügepunkt bis zum Boden des Spannmittels, welcher Wert ist das, und das gebe ich dann dementsprechend hier ein und dann ist das Ding in der Maschine so richtig positioniert. Ja, dann lasse ich das Ganze mal ablaufen. Ich blende jetzt einmal mal das Maschinengehäuse aus, weil das macht es nur unübersichtlich, und lasse es einmal laufen. Und man sieht jetzt hier, fängt jetzt an, hier zu schrubben. Wenn ich das möchte, kann ich natürlich auch beim Spannmittel hier mein Bauteil auch mit kopieren, aber ich sage mal, das brauche ich im Endeffekt nicht. Ne?
Das Rohteil mache ich mal. So, dann schrubbt er halt dieses alle vor. Dann geht er halt zum nächsten Teil. Also sehen, also es ist also von der Handhabung eigentlich ähnlich, nur es ist eigentlich sehr, sehr einfach zu nutzen. Wie gesagt, wenn Sie da Fragen zu haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam-Team.